meine Lieben, es geht los. Heute starte ich meine West Highland Way Wanderung. Ja, die Anreise war auf jeden Fall schon mal sehr kompliziert. Es hat gestern nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber egal, ich bin in Malgai angekommen. Jetzt geht es zum Startpunkt. Und dann hoffe ich, dass ab jetzt alles gut läuft. Ich melde mich mit ganz vielen Updates. Da will ich hin. So, die ersten Meter, also wirklich die ersten Meter, also jetzt ich, ne? Ich bin gerade vor ein paar Minuten losgelaufen. Waren dann unspektakulärer als gedacht. Für irgendwie ganz schön was los, weil hier gerade, wie gesagt, so ein Marathon oder so stattfindet. Und ja, es ist ja Sonntag. Dementsprechend war an dem Startmonument vom West Highland Way gerade ganz schön viel los. Stand auch da ein Straßenmusiker, der Beatles gesungen hat. Help war ein bisschen passend. Genau, und auf der anderen Seite ist ein Spielplatz. Da war dementsprechend ganz schön was los. Und ich glaube, da war auch das Ziel für diesen Marathon. Genau, deswegen mal schauen, wann ich so ein bisschen mehr aus dem Urbanen rauskomme. Mal sehen. Lang lebe die Zip-Off-Hose. Hätte ich nicht gedacht, aber super praktisch. Es ist schon richtig schön. Wenn man einatmet, dann riecht es einfach richtig, ja, nach Wiese, nach Pinie, nach Fichte. Richtig toll. Genau. Ich bin jetzt auch, glaube ich, schon 8 Kilometer oder so unterwegs. Ja, ich habe gerade mein Hemd ausgezogen und meine Hose gekürzt, weil ich bedanke mich beim lieben Gott, dass heute einfach bisher, Klopfen auf Holz, das Wetter toll ist und es nicht regnet bisher. Die Sonne scheint, es ist aber nicht zu warm und es ist ja perfektes Wetter zum Einwandern und ja, erstmal ankommen. Und ich habe so gehofft, ich habe es einfach so gehofft, dass es nicht direkt mit krassem Regen anfängt und ja, dass es dann einfach alles noch schwerer ist. Deswegen also die mich kennen, und ich denke, das sind viele von euch, weil ich euch alle zwingen werde, meine tollen Videos anzuschauen, die wissen, dass so Kälte
und Nässe Endgegner bei mir sind. Ja, wobei Wandern im Regen bin ich schon gewohnt. Liebe Grüße an Valerie. Ja, aber nichtsdestotrotz, so ist es einfach viel, viel angenehmer am ersten Tag. Was dann in den nächsten Tagen kommt, wird man sehen. Ja, aber bisher ist richtig schön. Weil vorhin am Startpoint so viel los war, hatte ich irgendwie auch noch gar nicht die Gelegenheit, noch mal ein bisschen näher was zu diesem kleinen Abenteuer hier zu erzählen. Also ich bin auf dem West Highland Way. Der West Highland Way ist ein Fernwanderweg in Schottland. Ich glaube sogar der älteste Fernwanderweg in Schottland oder England. Auf jeden Fall der bekannteste. Genau, der West Highland Way ist 154 Kilometer lang. Also so ähnlich wie der portugiesische Jakobsweg, den ich auch schon mal gewandert bin. Und genau, das ist diesmal meine allererste Solo-Fernwanderung. Also ich bin ja diesmal ganz alleine unterwegs. Und das Ganze dann auch noch mit meinem Zelt. Also ich habe alles, was ich brauche im Rucksack. Ja, der Rucksack ist so eine Sache für sich. Ich habe jetzt eigentlich echt lange im Vorfeld damit verbracht, mein Equipment noch so ein bisschen zu optimieren, das eine oder andere noch mal zu ersetzen. Aber leider ist mein Rucksack trotzdem irgendwie zu schwer. Also es ist auf jeden Fall machbar, klar, ne? Ihr seht's, ich bin ja auch unterwegs. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen leichter ist. Ich glaube, ich habe jetzt ein Base Weight, also ohne Essen, Wasser und Gas, also Dinge, die unterwegs aufgebraucht werden. Habe ich ein Base Weight, glaube ich, von 9 Kilo, 9,5. Ich kann euch meine Leiterpack Packingliste gerne mal unten in die Infobox reinpacken. Genau, und ich weiß nicht, ihr kennt sicher Leiterpack oder wenn ihr es nicht kennt, es ist so eine Webseite, wo man halt sein ganzes Gewicht inklusive der Gewichtsangaben einpflegen kann und das Ganze dann halt auch noch so unterteilt nach Schlafsystem, Kleidung, Essen, Hygiene, dies, das. Genau, und dann sieht man nämlich auch ganz schön, in welchem Bereich man noch weiter optimieren könnte. Weil in meinem Fall ist es nämlich so, dass das meiste in meinem Rucksack einfach das Schlafsystem einnimmt. Ja, und da haut mein Zelt auf jeden Fall rein. Ich gucke gerade mal, es wird gerade so ein bisschen dunkel, schiebt sich eine dicke Wolke vor die Sonne. Genau, mein Zelt, ich habe das MS Hubba NX, also das 2-Personen-Zelt. Ist eigentlich ein super Zelt, aber ich habe jetzt sogar auch noch einen Footprint mitgenommen, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass, wenn es regnet, ich das Zelt noch nicht so gut aufgebaut bekomme, ohne dass es nass wird. Und deswegen habe ich mir einen Footprint geholt, damit ich dann das Zelt anders aufbauen kann und das Innenzelt nicht nass wird. Genau, aber das schlägt dann halt in Summe dann doch irgendwie so ein bisschen zu Buche. Sagt man das so? Naja, auf jeden Fall sind es dann irgendwie doch 1,7 Kilo, obwohl es eigentlich schon ein leichtes Zelt ist. Und da müsste ich auf jeden Fall nochmal dran. Also wenn ich nochmal irgendwie andere Wanderungen machen möchte, das werden wir ja sicher am Ende der Woche hier sehen, da muss ich mir auf jeden Fall ein leichteres Zelt holen. Genau. Ja, ansonsten Kleidung habe ich eigentlich gar nichts großartig dabei. Eigentlich nur das, was ich trage. Ich werde ja eh stinken und alle um mich herum auch. Ja, genau. Deswegen, also so sieht es auf jeden Fall aus. Ich bin jetzt hier ganz alleine unterwegs mit meinem Zelt und mit meinem ganzen Kram. Wander 154 Kilometer von Glasgow bzw. Milngavie nach Fort William. Genau, ich denke, dass ich 7 Etappen brauche, also 7 Tage. Und ich schlafe auf den Campsites hier in der Gegend. Wildcampen ist noch nicht so meins.
Da hatte ich einmal so eine Situation, da dachte ich, das wäre meins und da habe ich dann meine ganze Familie in Panik versetzt, weil ich halt in Panik verfallen bin und ja, dann doch noch schnell die Flucht eingeschlagen bin. Oder die Flucht ergriffen habe. Genau, und ja, ich laufe dann jetzt mal weiter. Und achtet mal bitte darauf, wie oft ich in diesem Video genau sage oder könnt ein Saufspiel draus machen. Aber ich bin halt noch kein Profi. Ich werde bestimmt noch ein bisschen sicherer mit der Kamera hier und gucke auch immer rein. Sammy, ich habe mir dein Feedback zu Herzen genommen. Und beim Laufen selber ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ja, in diesem Sinne, später. Schaut mal, hier auf dem West Highland Way gibt es überall so Honesty Boxes, also überall, also gibt es oft, wo Anwohner kalte Getränke, Süßigkeiten, Eis, alles ja, gegen ehrliches Geld am Wegesrand anbieten. Mega nice. Und man kann sogar mit PayPal zahlen. Also, so schnell kann es gehen. Ich war gerade noch so richtig so, yay, Hikers, hi, ich bin so happy, alles ist schön, oh mein Gott, wie toll. Und jetzt laufe ich schon eine ganze Weile hier auf Asphalt, auf einer Straße. Und ich sage euch, das ist nichts für mich. Mit dem Gepäck auf dem Rücken kriege ich nach einer Weile direkt Knieschmerzen. Also selbst mit Trekking Poles. Oh, das macht mir einfach auch keinen Spaß. Aber ja, gehört dazu. Es kann nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein und man kann nicht immer süße Schafe haben und irgendwie Single Trail. Aber ja, wäre schon schön, wenn ich jetzt wieder hier die Straße verlassen würde.
nicht hören. Ich versuche gerade sehr leise zu reden, natürlich. Ja. Ich war gerade schön heiß duschen. Das sieht man, glaube ich, auch an meinem Teint. Ja, es tut einfach ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat. Und das Wasser war auch echt schön warm. Jetzt habe ich mich in meine Merino-Wolle reingeschmissen, weil ich eine Frostbeule bin. Dann meinen kuscheligen Schlafsack. Jetzt setze ich meine Schlafmaske auf und dann schlafe ich. Also, der erste Tag war toll. Wir sehen uns morgen. Tschüss.